Hallo Freunde! Der Wind aus Nebraska heulte in der Gasse, als David an diesem Abend ausharrte Müll. Damals hörte er es, der Klang ist so leise, dass er konnte sei ein Rascheln einer Plastiktüte. Aber David spürte hilflose Dinge. Hinter dem Müll der Tank zitterte mit einem Stück grauem Fell. Das Kätzchen war kleiner als ihr Handflächen, ein Auge war mit einer Kruste bedeckt, Rippen waren unter dem verworrenen Fell zu sehen. Als David seine Hand ausstreckte, sie zischte nicht. Sie drückte ihre eisige Nase einfach an seine Hand, als hätte sie auf ihn gewartet. Er nannte sie den Mond wegen eines weißen halbmondförmigen Flecks auf ihrer Brust. In wenigen Wochen die dünne Straßenkatze hat sich verändert, sie hat glänzendes Fell, helle Augen und die Angewohnheit, sich um sie zu wickeln. Davids Hälse sind wie ein lebender Schal, während er zu Hause arbeitete. Dann, am Dienstagmorgen, bemerkte David, dass der Mond streichelt sein Gesicht. Ihre normalerweise rosa Nase wurde bösartig rot und doppelt aufgebläht. Als sie niest, haben Bluttropfen Davids Hemd verschmutzt. In der Tierarztpraxis roch es nach Antiseptikum und Angst. Nasenrachenraum, es ist eine Ableitung, sagte Dr. Schäfer und zeigte auf das Röntgenbild. Auf dem Bild war eine dunkle, sich drehende Masse zu sehen, tief in der Höhle des Nebenhöhlens des Mondes stecken. Die Larven fressen lebendes Gewebe. Wir müssen es jetzt herausnehmen. Davids Hände zitterten, als er das Einverständnisformular unterschrieb. Das Letzte, was er sah, bevor er der Mond wurde mitgenommen, ihre verängstigten goldenen Augen blickten ihm über die Schulter der Krankenschwester zu. Die Operation dauerte 47 Minuten. David zählte jeden auf, ging so lange, bis seine Schuhe Spuren hinterließen auf Linoleum. Als Dr. Schäfer endlich herauskam, trug sie ein kleines Glas. Darin eine Kreatur aus Albträumen schwebte, eine dicke stachelige Larve, die fast 1 Zentimeter lang war. Sie hat Glück gehabt, sagte der Tierarzt. Ein weiterer Tag, und es würde zu ihrem Gehirn kommen. Der Mond kam mit Nähten am Nasenloch und einem Kegel am Kopf nach Hause. Innerhalb von 3 Tagen lehnte sie ab, es gibt es, wenn David sie nicht Stück für Stück von der Hand gefüttert hat. Nachts schlief sie und kuschelte sich an seinen Hals, ihr Schnurren vibrierte durch die Bandagen. Einen Monat später, an einem kühlen Herbstmorgen, David entdeckte den Mond, der an der Hintertür etwas abschlägt. Eine dicke Zimmerfliege summte in das Fensterglas. Bevor er reagieren konnte, nieselte der Mond anmutig und hob Staub auf und schaute ihn dann an mit einer selbstgefälligen Feier.